Who gon' ride? What you do it for? New design, new accord. Yeah, do or die. Yeah, hey, look, everybody with it. Eyes super heavy, I'm moving steady right through the city, lifted. My foot up on the gas, get up out the way of what you wanna miss it. Care what it sound like. You don't know what them niggas in the town like. Like a hood niggas reaching for the sound bites, cause they know it's better for 'em like brown rice. Same kids from the block and we on now. All my niggas getting guap off of songs now. Tell me whenever I pop in a whole out, cause everybody fingers crossed for the phone down. Watch for the call out. Ja, Freunde, ich wollte euch noch positive Punkte und negative Punkte aufzählen von diesem Auto, was mir jetzt so aufgefallen ist. Klar, es kommt immer drauf an, was man bei einem Wagen will. Aber ich beziehe mich jetzt so darauf, keiner kauft einen 911er, wenn er ein Auto zum Reisen braucht. Oder dann kauft er sich einen 5er BMW. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, das sind schon Sportwagenliebhaber, die einen 911 kaufen. Und das ist ja der 991.2 Baureihe. Also das Facelift vom 991. Ich finde das Facelift viel schöner. Durch den Facelift raten. Okay. Das ist schon krass. Was mir bei diesem Fahrzeug wirklich gefällt, ist, dass du das Auto nicht nur für die Rennstrecke nutzen kannst, sondern auch wirklich mal am Sonntag zu cruisen. Also, was will ich damit sagen? Der Fahrkomfort ist wirklich sehr gut für einen Sportwagen. Letzte Woche bin ich den F12 gefahren. Da merkte ich einfach, dass das Auto viel zu laut ist. Es ist unfassbar, wie laut der F12 ist. Und der Porsche hat eben eine Klappenauspuffanlage. Und mit dem Auto kann man wirklich leise fahren. Und das meine ich ernst. Das ist auf jeden Fall ein positiver Punkt eben. Die Vielseitigkeit von diesem 911er. Dann, was noch der zweite Punkt ist der Sound. Also klar, das ist ein Turbomotor. Ich weiß nicht, ob ihr die Sounds, ihr könnt es auf YouTube euch anhören. Die 991er, 911er, Turbo-Modelle, Turbo S und Turbo, die hören sich nach gar nichts an. Klar, wenn man da eine Akrapulsch-Auspuffanlage montiert, aber ich rede jetzt von Serie. Dieses Fahrzeug ist aus Serie. Und bei diesem hier, das hört sich wirklich geil an. Eben Sound, Vielseitigkeit ist wirklich super bei diesem Fahrzeug. Das dritte, was mir mit diesem Fahrzeug wirklich positiv aufgefallen ist die Leistung. Das Fahrzeug hat 3 Liter Motor, 6 Zylinder Boxer mit 420 PS. Verglichen mit dem M4 fühlt es sich deutlich stärker an und das finde ich natürlich top. Das sind die 3 positive Punkte zu dem Auto. Die negativen Punkte ist eigentlich wirklich schwierig, weil das ist wirklich ein super Sportwagen. Also es ist wirklich ein sehr gelungenes Auto, wie immer. Der 911 ist ja nicht umsonst der meistverkaufte Sportwagen der Welt. Negative Punkte. Platz. Klar kann man sich fragen, wieso sollte bei einem Sportwagen der Platz wichtig sein? Ja, aber der 911 ist nicht nur ein Sportwagen. Der 911 steht genau für das, dass man mit dem Auto sportlich fahren kann, aber auch im Alltag keine Probleme hat. Für das steht ein 911. Und
Platzangebot. Klar, Kofferraum ist klein, wir haben es uns ja angesehen, 125 Liter. Aber es reicht für 2 Leute, wenn man nicht lange weggeht. Sagen wir mal, wenn man jetzt nach Monaco fährt, ein paar Tage, dann reicht das absolut aus. Hinten kann man nur die Kids mitnehmen, also kleine Kinder. Ich hatte jetzt keinen Platz mit einer Sitzposition, keine Chance. Ja, aber trotzdem besser als die meisten Sportwagen. Aber eben, ich glaube, ein guter Vergleich ist wirklich der M4. Vom Aufbau her. Und klar, der M4 bietet mehr Platz, größerer Kofferraum, Platz für 4 Leute, 4 erwachsene Leute. Aber das ist jetzt kein Kriterium, dass man sich das Auto nicht kaufen sollte. Was ich nicht erwähnt habe, das Auto ist ja Miami Blau. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie euch die Farbe gefällt, aber ich finde sie mega. Also es ist wirklich eher eine Sommerfarbe, aber es ist ein Cabrio, klar, fährt man das im Sommer. Aber ich finde die Farbe mega, Miami Blau. Erinnert mich ein bisschen an die Farbe vom M3. Der M3 in Babyblau. Die Farbe erinnert mich ein bisschen daran, aber sind schon unterschiedlich. And I said, ooh.